Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von Schenker und zwar ein XMG Neo 15 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung finden wir hier auf der Rückseite und zwar hier oben. Und ja, mit dieser Modellnummer findet ihr eben auch super einfach alle Ersatzteile, die es für dieses Gerät gibt, bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, man kommt sehr gut an das Display ran, falls man das tauschen muss. Dafür ist nämlich nur der Frontrahmen abzunehmen und schon kommt man da dran. Bei der Tastatur ist es so, die kann man auch einzeln tauschen. Die wird allerdings von unten ins Gerät reingeschraubt. Das heißt, man muss wirklich alles ausbauen, Deckel aufmachen, Mainboard raus, also komplett alles, um daran zu kommen. Ginge aber. Und ja, auch das Touchpad ließe sich auch einzeln tauschen hier. Um das Gerät zu öffnen, muss man als allererstes alle Schrauben lösen. Und hier ist es so, die Unterseite wird auch tatsächlich fast nur von den Schrauben gehalten. Es gibt sehr wenig Einraststellen. Das heißt, sobald man die Schrauben alle raus hat, deswegen sind das hier auch echt so viele, kann man im Normalfall auch die Unterseite schon eigentlich mit den Händen mehr oder weniger abnehmen. Und hier ist es so, alle Schrauben sind gleich lang, außer die eine hier vorne in der Mitte. Die ist etwas kürzer, das heißt einfach getrennt aufbewahren. Und ich benutze hier generell für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Und ja, da ist echt alles drin, was man so braucht. Öffner, Pinsetten, ein Schraubendreher-Set mit allen Aufsätzen. Habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und ja, das sind ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, man kann hier einfach ein PH0 dafür benutzen. Und den kann man dann auch für die Arbeiten im Gerät einfach dran lassen. Wenn man alle Schrauben raus hat, kann man die Unterseite öffnen und wie gesagt, es sind relativ wenige Einraststellen, sollten da doch welche sein, kann man dafür einen Öffner nehmen. In dem Fall kommt der jetzt von dem Werkzeugset und die Verbindung, die läuft einmal hier oben am Kühler lang und dann hier unten rum und geht dann außen hier, kann man das ganz gut sehen, glaube ich, einmal um das Gerät. Und wie gesagt, im Normalfall wird das so von den Schrauben gehalten, dass man so wie hier das eigentlich schon abziehen kann. Also die ist jetzt im Grunde genommen schon ab. Sollte das aus irgendeinem Grund mal nicht so gut gehen oder das doch alles ein bisschen fester sitzen, dann kann man eben hier anfangen, eine Lücke zu schaffen und das so von oben abzuhebeln. Auch hier vorne oder an der Vorderseite hier, das geht genauso gut. Auch hier kann man sich da reinhebeln und das dann nach oben abmachen. Aber wie gesagt, das ist bei dem Gerät so gut wie gar nicht nötig und meistens kann man dann die Unterseite hier mit ein bisschen Wackeln und Rütteln einfach abnehmen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendwas anderes hier am Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und da sehen wir hier den riesigen Stecker und die Kabel. Und die kann man jetzt in dem Fall einfach nach hinten hin rausziehen. Und ja, dann kann man den hier am Kabelbund fassen oder auch am Stecker selber. Der hat so kleine Ausbuchtungen hier oben. Und den einfach rausziehen und ist so auf der sicheren Seite. Was wir hier noch sehen können ist, direkt hier drüben sind zwei SSDs, sind auch beide verbaut. Wir sehen hier noch unter den kleinen Abdeckungen
sind die beiden RAM-Riegel. Dann haben wir hier drüben das WLAN-Modul mit den Antennen. Und hier sieht man die Lüfter und den Heatsink für CPU und GPU. Hier kann man noch das Kabel der CMOS-Batterie sehen. Das läuft jetzt hier unter dem Akku. Wenn wir den ausgebaut haben, kann ich euch das auch noch mal zeigen. Und genau, den Akku auszubauen ist auch relativ einfach. Der wird von den Schrauben, die hier drum herum laufen, gehalten. Das war keine. Und ja, sobald man die Schrauben raus hat, kann man den Akku so ein bisschen nach oben und dann hier drunter rausnehmen. Da kann man noch sehen, dass hier drüben noch so kleine Öffnungen sind. Da kommt es auf die Positionierhilfe hier. Das sind so kleine Stifte. Das heißt, ein kleines bisschen nach oben und dann rausziehen. Ja, und so kann man den dann gegebenenfalls auch tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier übrigens auch das Touchpad. Und das wird von diesen 3 Schrauben gehalten. Und da ist es so, dass die beiden Schrauben hier unter dem Mainboard sitzen. Und eventuell kommt man da auch ran, ohne das Mainboard abzubauen oder abbauen zu müssen. Ja, das könnte gerade so gehen, ob das jetzt empfehlenswert ist, aber also das würde eventuell gehen, dass man die Schrauben hier auch rausbekommt, ohne das Mainboard wegzunehmen. Und genau, hier läuft das Kabel, auch das muss man trennen. Und das ist nicht einfach zum Rausziehen, das ist ein Kippschalter. Das heißt, den klappt man erst nach oben hin auf, genau so. Und der gibt dann das Kabel frei. Und genau, dann kann man das Mainboard quasi nach unten hin so ein bisschen durchdrücken und von der anderen Seite dann entgegennehmen. Und hier ist eigentlich nur beim Wiederverbinden auch schauen, dass man das wieder richtig in den Stecker zurückschiebt. Dafür ist so diese Linie hier da, die gibt an, bis wohin das Kabel wieder drin sitzen muss. Schauen, dass das auf ist, genau so. Und dann klappt man den einfach wieder zu. Und ja, so wäre das also auch möglich. Bei der CMOS-Batterie ist es hier so, die sitzt doch ziemlich versteckt. Und zwar hier unter dem Kabel und auch unter dem Mainboard. Das heißt, sollte man tatsächlich die mal tauschen müssen, kommt man nicht umhin, zumindest mal die SSD hier abzuschrauben und diese Platine hier drüben auch, denn genau da sitzt die dann drunter. Ja, den RAM kann man wie bei eigentlich allen Geräten echt super einfach tauschen. Der wird nur von diesen beiden Klammern hier gehalten. Das heißt, die zieht man so ein bisschen nach außen und dann kommt er einem schon entgegen. Und ja, genau so, der passt nur in eine Richtung überhaupt hier rein. Kommt der zurück in den Slot, wird ein bisschen nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Ähnlich schmerzfrei ist auch die SSD. Die wird nämlich nur von einer Schraube hier gehalten. Das heißt, sobald die raus ist, kann man die so ein bisschen nach oben hebeln, nicht so weit. Und dann einfach aus dem Slot ziehen. Genau. Und dann sieht man hier unten drunter eben auch die CMOS-Batterie. Wie gesagt, das ist auch das ist ein Kippschalter. Erst aufmachen, dann kann man das rausziehen. Und dann säße die hier unten, die ist nur aufgeklebt. Also wahrscheinlich könnte man die sogar rauskriegen, ohne die Platine abzumachen. Und dann macht das noch schnell wieder rein. Genau. Die SSD, ja, auch die geht auch nur in eine Richtung wieder rein. Kommt auch einfach zurück in den Slot. Wird dann so ein bisschen nach unten gedrückt auf das Gewinde und dann einfach wieder verschraubt. Bei den Lüftern ist es hier so, die kommen nur zusammen mit dem Heatsink, also beide Lüfter und der Heatsink kommen zusammen als Einheit. Das Gute ist aber, hier ist alles nummeriert, das heißt die Schrauben hier, da haben wir hier 1 und 2, 3, die
4. Schraube ist unter der Abdeckung hier. Dann haben wir hier die 4, 5, 6 und hier unten noch die 7. Und zusätzlich sind auch die Lüfter selber mit je 3 Schrauben hier fixiert. Das sind die hier. Das heißt, die Schrauben allesamt raus. Auch die Kabel vom Lüfter müssen raus. Das ist einmal der und einmal der. Die kann man einfach zur Seite rausziehen. Also völlig schmerzfrei. Und ja, also im Normalfall passen die auch nur in eine Richtung, aber man kann hier auf jeden Fall ganz gut sehen, auf der einen Seite des Steckers hier sind Kontakte zu sehen und die zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und genau, dann kann man die Lüfter samt Heatsink nach oben aus dem Gerät nehmen. Muss man halt nur schauen, ob man gegebenenfalls noch neue Kühlpaste braucht. Und genau so wird er auch wieder eingebaut. Auch das passt auf die Gewinde genau drauf. Und dann halt wirklich nur nicht vergessen, am Ende auch die Kabel wieder zu verbinden, dass die dann tatsächlich auch wieder arbeiten, wenn man den Austausch fertig hat. Und ja, also so würde das hier mit den Lüftern funktionieren. So, beim Akku-Einbau eigentlich nur 2 Sachen. Das Akkukabel selber kommt hier unten drunter und auch der Akku hier kommt da drunter. Und wie gesagt, man hat hier so eine kleine Positionierhilfe. Das heißt, sobald er da drauf sitzt, sitzt er einfach schon automatisch in der richtigen Position und muss nur noch wieder verschraubt werden. Ja, ganz am Ende, ähnlich wie bei den Lüftern, super wichtig, nicht vergessen, das Akkukabel tatsächlich auch wieder zu verbinden, damit er dann auch wieder anspringt. Und da auch einfach schauen, dass der bis ganz im Stecker sitzt. Und ja, schon kann man das Gerät wieder zumachen. Die Unterseite legt man jetzt einfach auch wieder von oben auf das Gerät und drückt die relativ wenigen Einraststellen, die es gibt, nach unten. Und ja, dann wie gesagt alles wieder verschrauben. Die kürzere kommt hier hin und ja, so schnell ging das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.